Hallo, mein Name ist Nadja und ich bin hier heute bei Zentrum der Gesundheit in der Küche unterwegs, um ein traditionell indisches Tikka Masala zuzubereiten. Ich persönlich freue mich riesig drauf, denn ich liebe indische Gerichte. Oft haben wir allerdings viele Gewürzkomponenten, auch in diesem Fall, aber das Rezept ist, wie mir scheint, relativ einfach gehalten. Deswegen würde ich auch sagen, dass wir einfach anfangen, um am Ende das Ergebnis zu genießen. Glücklicherweise haben wir ganz wenig Vorbereitungszeit bei diesem Rezept, was ich tatsächlich richtig gut finde eigentlich. Wir haben eine ganze Zwiebel gehackt und werden uns jetzt an eine relativ milde Chili machen. Natürlich könnt ihr auch eine sehr scharfe verwenden. Ich gebe euch hier gleich mal einen ganz tollen Tipp, wie ihr die Kerne loswerdet, ohne sie anzufassen, weil man ja dann doch öfter mal die Finger im Gesicht hat und danach brennt das ganze Gesicht wie verrückt. Und zwar teilt ihr einfach den vorderen Teil ab und dann können wir die Chili nämlich einfach drehen und die Kerne fallen heraus. Wie unglaublich smart, oder? Ihr könnt die Chili an diesem Punkt natürlich auch hacken. Machen wir nicht. Wir möchten Ringe. Ich finde es einfach schöner. Des Weiteren werden wir jetzt unseren Ingwer schälen und raspeln. Anschließend haben wir den Knoblauch. Wenn ihr möchtet, könntet ihr ihn auch hacken. Ich mache ihn jetzt, ich raspel ihn jetzt. Ich presse ihn an der Stelle. Ich habe hier jetzt ein Stück Margarine vorbereitet. Vielleicht ganz kurz anzumerken, bei indischen Rezepten wird wirklich viel mit Butter gearbeitet. Gerade Dals und auch Tikka Masala bekommen ihren oft sehr sahnigen Geschmack durch Butter. Und deswegen könnt ihr ganz frei entscheiden, wie viel Margarine ihr zum Erhitzen nehmt. Ich habe jetzt weniger genommen, weil ich auf die Kalorien achte. Wenn ihr aber natürlich nicht in einer Diät steckt, dann könnt ihr ruhig echt ein ordentliches Stück Margarine da reinhauen. Und das schmeckt am Ende wirklich gut. Knoblauch, Ingwer und Chili kommt jetzt hier rein und wird ordentlich scharf angebraten. Deswegen bitte schön hohe Hitze und die Margarine sollte richtig schön heiß sein. Jetzt kommen die Zwiebeln und wir dünsten das Ganze jetzt ungefähr 3 Minuten. Jetzt kommen wir zu den Gewürzen, die geben dem Ganzen natürlich ordentlich Geschmack. Wir starten mit edelsüßem Paprikapulver, Garam Masala, Kreuzkümmel, dann haben wir Korianderpulver und Kurkuma, etwas Tomatenmark, jetzt wird das Ganze abgelöscht und zwar mit Wasser. Anschließend geben wir die passierten Tomaten hinzu. Und dann haben wir 3 Teelöffel Kokosblütenzucker. Und in diesem Fall tatsächlich sehr wichtig für den Geschmack. Wir kochen das Ganze mit einem Lorbeerblatt. An diesem Punkt gebe ich schon mal ein bisschen Salz und Pfeffer hinzu. Könnt ihr auch am Ende abschmecken. 35 Minuten bringt das Ganze bei hoher Hitze zum Kochen und reguliert dann ein bisschen runter, damit es nicht überköchelt. Und dann geben wir dem Ganzen einfach mal ein wenig Zeit. Kommen wir zu unseren Kräuterseitlingen. Diese wunderschönen Pilze werden jetzt vorgekocht. Das machen wir aus einem ganz bestimmten Grund. Sie bekommen dadurch einen ganz tollen Biss und wir werden sie im Anschluss mit Maisstärke, also mit Speisestärke einlegen, um sie danach knusprig zu braten. Und die Speisestärke haftet einfach besser an dem Pilz, wenn er vorgekocht ist. So, die dürfen jetzt 5 Minuten köcheln. Wir haben die Pilze jetzt kalt abgeschreckt und ich werde die jetzt halbieren, um sie anschließend ordentlich trocken zu tupfen, weil die jetzt natürlich vollgesogen sind mit Wasser. Da wir sie aber knusprig haben wollen, macht das Wasser darin gar keinen Sinn. Und wir werden sie einmal trocknen in einem Handtuch oder halt in einem Zewa.
Ihr seht, wie viel Flüssigkeit hier rauskommt. So, das sollte genügen. Ich werde die jetzt in die Schüssel geben und dann werden wir dann noch ein bisschen Geschmack dazu geben, und zwar durch Tamari. Ich werde da 2 Esslöffel Tamari zu den Pilzen geben. Bei 250 Gramm Pilzen nehmt ihr etwa 2 Esslöffel Tamari. Das Ganze vermengen wir. So, ich verteile jetzt ein bisschen Maisstärke auf einem Teller. Ich werde jetzt eine Pfanne nehmen und ein bisschen Erdnussöl erhitzen und dann werden wir die richtig schön rundum knusprig braun braten. Die 35 Minuten sind glücklicherweise vorbei und wir werden jetzt, was werden wir tun? Die Kichererbsen hinzugeben und Kokosmilch. Unser Lorbeerblatt rausnehmen. Das hat jetzt nämlich genug Geschmack gezaubert, im besten Fall. Wo ist er? Hier ist er. Alles kurz miteinander vermengen. Jetzt schmecke ich mit Salz und Pfeffer ab. Wobei ich eigentlich tatsächlich glaube, dass wir da gar nichts mehr ranmachen müssen. So, was wir jetzt tun, macht eigentlich am meisten Freude. Entgegengesetzt allem Kochens freue ich mich am allermeisten auf das Probieren und das tun wir jetzt. Und zwar habe ich dummerweise vergessen, den Reis zu kochen. Deswegen darf ich den jetzt nicht kosten. Wir werden uns jetzt das Tikka Masala anschauen und die Pilze, auf die ich mich am meisten freue, by the way. Und zwar sind die nämlich richtig knusprig geworden. Und deswegen probiere ich sie auch separat. Es macht definitiv Sinn, sie vorher zu kochen, weil sie einen ganz anderen Biss haben, als wenn du sie gleich brätst. Mega lecker, richtig gut. Kommen wir zum Tikka Masala. Ich mache mir Koriander drauf, weil ich empfehle euch auf jeden Fall, das Gericht am Ende zu toppen mit frischem gehackten Koriander. Spicy, aber mega lecker. Richtig würzig, so wie es sein soll. Perfekt, ganz lecker. Das Gericht findet ihr natürlich unten in der Beschreibung. Bitte macht's nach. Macht's unbedingt nach, es ist grandios. Und ansonsten abonniert gerne unseren Kanal und bis zum nächsten Mal.